Ja, hallo, hier sind wieder die Sons of Libertas. Wir haben heute das große Vergnügen, hier mit Christian Schreitz zu stehen. Hi Christian, erstmal vielen Dank für das Interview. Das Besondere an Christian ist nicht, dass er Vorsitzender der Julis Rhein-Sieg ist. Nein, er war in Lieberland und wurde dort, nennen wir es mal, in politische Gefangenschaft genommen. Ja Christian, kommen wir direkt mal zu dem Thema. Erklär uns erstmal, was Lieberland ist. Andere Menschen fahren in die Niederlande oder nach Dänemark oder in andere Länder. Was ist Lieberland? Das werden die meisten noch gar nicht gehört haben. Ja, Lieberland ist ein gemeinsames Projekt vieler Menschen aus ganz verschiedenen Nationen und kulturellen Hintergründen. Alle begeistert von der Idee des freien Denkens und so sind wir alle da unten in Serbien zusammengekommen und arbeiten alle an dem Projekt Lieberland, um einen freiheitlichen Minimalstaat zu errichten, in dem Eigenverantwortung noch was wert ist und versuchen so gemeinsam Lieberland möglich zu machen und kämpfen jeden Tag dafür. Du hast gerade schon fast angesprochen, wo liegt Lieberland genau? Ja, Lieberland ist eine 7 Quadratmeter große Fläche zwischen Serbien und Kroatien. Quadratkilometer, ja. Quadratkilometer, Ja, genau. Genau, Quadratkilometer große Fläche und ja, sie wird weder von Kroatien noch Serbien beansprucht und Herr Jedlička ist hingegangen im April und hat gesagt, ja gut, dann gründe ich mal meinen eigenen Staat und versuche mal, vielleicht finde ich Leute, die das mit uns gemeinsam möglich machen wollen und mittlerweile sind es 350.000 Menschen, die dieses Projekt unterstützen und wir haben viele Menschen vor Ort, die aktiv mitmachen. Es lebt vom Aktivismus und wir zeigen jeden Tag, wie ernst es uns ist und dass es kein Internetspaß ist, den wir da Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Lieberland zu fahren und was genau hast du da gemacht? Also das waren jetzt alles sehr erfreuliche Informationen. Ja. Jetzt mal zu den harten Fakten. Ich bin auf Lieberland aufmerksam geworden, ich glaube so wie die meisten, einfach durchs Internet, über Facebook. Ich hatte einen Freund, der hat die Seite geliked und das war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir das mal an. Ich bin einer Facebook-Gruppe beigetreten, die auch ihre 2000 Mitglieder hat, alle mit dem Ziel, irgendwie mal nach Lieberland zu kommen und da vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Und ja, in dieser Gruppe habe ich mir dann viel angeguckt, viele Informationen gesammelt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du findest das gut, du unterstützt das, fahr doch mal hin. Nicht reden, sondern auch handeln. Was genau findest du so gut an Lieberland? Für mich persönlich macht es das aus, dass da viele Menschen zusammenkommen, die ein Lebensgefühl teilen, was ich selber auch teile. Und das ist einfach für mich Freiheit, freiheitliche Einstellung, freiheitliche Persönlichkeiten, Menschen, die dort zusammenkommen, die keinen Bock haben, sich ihr Leben fremdbestimmen zu lassen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, also das ist echt das ist das Coole an Lieberland, dass halt so viele Menschen zusammenkommen, aber uns einfach diese Sache verbindet. Ohne Zwang. Ohne Zwang. Wir sind alle freiwillig da und wir glauben auch an freiwilliges Handeln. Und, ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu der leider tragischen Geschichte. Genau. Du bist dann festgenommen worden und bist im kroatischen Gefängnis gelandet. Genau. Wie kam es dazu? Ja, wie gesagt, also Lieberland lebt vom Aktivismus und unser Basiscamp liegt auf serbischer Seite in einem Ort, der sich Bestan nennt. Man kann es auch auf Karten auf Google Maps nachschlagen und ja, es ist so, dass wir Lieberland momentan nicht so wirklich erreichen können, da es durch kroatische Grenzpolizisten blockiert wird. Und ich hatte mir vorgenommen, während meiner Zeit wenigstens einmal Lieberland sehen zu können. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es auch betreten werde. Ist anders gekommen. Ich bin quasi auf eine Mission geschickt worden, natürlich freiwillig. Und man hat mich gefragt, ob ich in dieser Hütte, die man ganz oft in Videos sieht, in Lieberland, die Fenster vermessen könnte und die Türen, damit kroatische Polizisten diese Türen aufbrechen müssten, falls wir uns dort verstecken. Und ja, genau. Und das war auf jeden Fall meine Mission. Und dann bin ich in der Nacht- und Nebelaktion quasi dadurch durch Felder durchgehuscht, durch den See geschwommen, durch die Wälder durch, über Zäune geklettert. Das hat bestimmt 6 Stunden gedauert. An Polizisten vorbei, das Ganze ohne Taschenlampe, um nicht aufzufallen. Also war schon lustig, aber natürlich in dem Moment, mein Herz hat gepocht. Und irgendwann ist uns dann anhand dieser Insel, die zu Lieberland gehört, aufgefallen, dass wir tatsächlich jetzt in Lieberland sind. Dann war es aber schon so spät, ich denke mal so 3, 4 Uhr. Dann haben wir uns einen Hochsitz gesucht und haben da erstmal geschlafen und am nächsten Tag dann nach diesem Haus gesucht.
haben das dann auch gefunden und wurden dann auf dem Rückweg noch in Lieberland von kroatischen Polizisten tatsächlich dann verhaftet. Die Verhaftung sah so aus, dass erst ein Polizist, der da irgendwie zu Fuß unterwegs war, mit gezielter Waffe auf uns losgegangen ist, stand vielleicht 10 Meter da von uns weg. Wir sind ihm quasi direkt in die Arme gelaufen, der hat sich da wohl nur entledigen wollen. Und das war halt echt blöd und da rennst du halt auch nicht mehr weg, wenn einer mit einer Waffe auf dich zielt. Der hat daraufhin Kollegen gerufen über Funk. Ja, und innerhalb von 2 Minuten waren dann 5 Polizisten da. Ja, und dann hieß es erstmal, leert eure Taschen, die haben alles ausgeräumt. Dann hieß es, stellt euch ans Auto, zieht euch aus bis auf die Boxershort. Und ich habe dann in dem Moment gefragt, bin ich überhaupt schon verhaftet? Also das ist ja der Punkt, habt ihr überhaupt jetzt die Berechtigung dazu, so mit mir umzugehen? Dann hat man mir gesagt, nein, ihr seid noch nicht verhaftet, wir gucken, was wir mit euch machen. Wie war denn die Kommunikation möglich? Auf Englisch? Auf Englisch, und es gab Polizisten, die hatten Verständnis für das, was wir tun. Da gab es wieder diese jungen Polizisten, die gesagt haben, ja, was wollt ihr eigentlich hier? Das ist unser Land, ihr habt hier nichts verloren, haut doch bitte ab. Apropos unser Land, wem gehört denn das Land offiziell? Lieberland? Aus kroatischer Sicht gehört Lieberland zur Serbischen Republik. Aha. Und Serbien hat sicherlich seine Gründe dafür, warum es sagt, dass es nicht uns gehört, quasi, also der Republik Serbien. Das hat den Hintergrund, dass wenn man sich das auch auf Karten anguckt, es immer so kleine Landtaschen des jeweiligen Landes auf der anderen Seite der Donau gibt. Aufgrund noch des Jugoslawien-Krieges? Genau, aufgrund des Krieges. Und es ist so, dass Serbien quasi so gut wie kein Land besitzt auf kroatischer Seite und Kroatien 10-mal so viel Land auf serbischer Seite. Und die Serben natürlich versuchen, die Donau als natürliche Grenze zwischen den beiden Ländern zu etablieren. Und das ist halt der Grund, warum die Kroaten darauf beharren, dass das unbedingt zu Serbien gehört, damit das eben nicht passiert mit der Donau. Und wir sind da quasi mitten im Konflikt und haben uns das Land auch zu eigen gemacht, weil es halt eben keiner will, und deshalb sind wir halt auch eine der Konfliktparteien. Und ja, die Kommunikation war halt über Englisch möglich, und die Sache war, dass man mich gefragt hat, ob ich jetzt gewillt bin, nach Kroatien zu kommen, und was ja auch irgendwie wieder sagt, dass wir gerade nicht in Kroatien sind. Ich habe Nein gesagt, habe das abgelehnt. Ich wurde ja mit jemandem zusammen verhaftet. Daraufhin wurden wir ins Auto gezogen und man hat uns gegen unseren Willen in ein anderes Land gebracht. Verschleppt? Verschleppt, quasi. Genau. Wie lange warst du im Gefängnis und wie hat man dich dort behandelt? Die Sache war, dass ich erst gar nicht ins Gefängnis sollte. Ich wurde nach meiner Haft in eine Polizeistation gebracht. Daraufhin hat man mir gesagt, dass man mich nicht als kriminell ansieht, sondern mehr als den Abenteuertouristen. Hat uns gesagt, wir könnten hier in einem Konferenzzimmer schlafen und uns die Tische zusammenstellen, bekämen dort Essen und Trinken, bis sich plötzlich einer für meinen Ring, den ich jetzt auch trage, interessiert hat. Und ich dachte, okay, der fragt, okay, Christian, du bist 17, der fragt dich, warum trägst du einen Ring? Bin auf ihn zu und dann hat er gesagt, nein, zieh den aus, hast du noch andere Wertgegenstände? So, und als dann der Gürtel weg war, aber die Schnürsenkel komischerweise nicht, aber so beim Gürtel habe ich gemerkt, okay, es bleibt nicht bei dem. Du gehst irgendwo hin, wo es nicht mehr so schön ist. Und wir wurden daraufhin 40 Kilometer weiter nach Osijek gebracht. Und wir wurden dann in den Keller gebracht mit Zellen und total dunkel, ohne Licht. Also sehr, sehr wenig Licht, stechendes Licht, was in den Augen wehtut. Und dann habe ich meine Zelle gesehen, also ich würde sagen weniger als 3x3 Meter. Kein Licht in der Zelle. Als Toilette nur ein Loch im Boden, ohne Spülung, kein Wasseranschluss, kein Tisch, kein Stuhl und ein kaputtes Bett, eine zerrissene Matratze. Also kein deutscher Gefängnisluxus, wenn man... Nee, also absolut nicht. Also das war, egal wo man ist, absolut menschenunwürdig. Und das mit der Haft war auch von Anfang an einkalkuliert, also dass das passieren kann. Das ist auch nicht das Problem, das war auch eine 24-Stunden-Haft. Also ich war 20 Stunden in Haft. Wurde morgens dann von Haftrichter geführt. Was mich allerdings wirklich gestört hat und menschlich auch total enttäuscht, war, als ich nach Wasser gebeten habe, weil es halt keine Anschlüsse gab. Ich wollte einen Wärter rufen. Dafür gibt es ja normal diese Klingeln. Das war bei mir in der Zelle nicht der Fall. Die war kaputt. Und ich habe dann geschrien nach einem Wärter. Irgendwann kam dann auch einer, der mir dann... Ich habe dann gefragt, auf Englisch erst. Ich kannte den Wärter durch die Verhaftung. Ich wusste, dass er Englisch spricht. Ich habe gefragt, ob ich Wasser haben darf. Habe dann auf Kroatisch die paar Brocken dann nach Wasser gefragt.
Daraufhin hat man mir auf Englisch erklärt, dass ich kein Wasser bekomme und ist lächelnd von mir weggegangen. Und das war das, wo ich gesagt habe, das war, glaube ich, der Punkt in meinem Leben. Ich habe noch nie so viel Unmenschlichkeit erfahren wie dort. Und ja, ich hatte 20 Stunden Haft, also diese unmenschliche Haft, bin dann morgens vor den Haftrichter geführt worden. Das war der letzte Schritt meiner Haft. Womit genau wurde das alles gerechtfertigt? Man hat mir quasi als Urteil gegeben, dass ich nichts getan habe. Also letztendlich hat der Richter mir gesagt, wir hatten keine Rechtfertigung dafür, was wir dir... Also nicht illegaler Grenzübertritt oder sowas? Oder? Nee. Also man hat es versucht, also die Polizisten sprachen immer wieder davon, illegaler Grenzübertritt, aber der Richter sprach dann nicht mehr davon, hat auch nichts davon erwähnt. Also es ist total widersprüchlich, das auf jeden Fall. Während der Zeit, während du im Gefängnis warst, was hast du da versucht? Hast du versucht, deine Familie zu erreichen? Was war mit deinen Eltern? War die Botschaft informiert? Wie ging das alles vonstatten? Die Sache war, dass ich schon während der Zeit in dieser Polizeistation, als man mir noch sehr freundlich gesinnt war, man mir angeboten hatte, ich hätte 2 Anrufe frei, einen für die Botschaft und einen für meine Familie. Dann wollte ich meine Botschaft kontaktieren und dann hat man mir das doch verwehrt und meinte, das wäre doch nicht möglich für mich. Ja. Ich habe auch vor allen Dingen gefragt, wegen meines Alters, 17, ob das in Kroatien ein Problem wäre, mich einfach so in Haft zu stecken. Man hat mir ganz locker gesagt, nein, in Kroatien wäre das gar kein Problem. Ah, okay. Das ist ja auch okay. Ja, der zweite Anruf wäre für meine Familie gewesen. Da habe ich aber gesagt, ich würde gerne einen von der Liberland Settlement Association anrufen, der halt in Bestan, in diesem Basislager ist. Habe dann erzählt, das wären meine Sozialarbeiter, die hätten eine Einverständniserklärung, weil ich wusste, Sozialarbeiter, die darf ich anrufen. Ja, okay. Dann habe ich das getan und dann habe ich gesagt, ja hört mal, ich wurde erwischt auf Englisch. Ne? Ja. Ich wurde erwischt, ich komme ins Gefängnis. Ja, und dann hat die Person, mit der ich telefoniert habe, noch mal gefragt, ja, wo schläfst denn du heute Nacht? Und dann meinte ich, ja, im Gefängnis. Ja. Da hatte ich ein Gespräch von 20 Sekunden bis jetzt und bis zu dem Zeitpunkt. Und dann hat der Polizeioffizier den Hörer in die Angel gelegt und gesagt, ja, das wäre jetzt das Gespräch. Als es ums Gefängnis ging, ging es dann los mit der... Also alles in allem ein richtig schlechter Film. Ja, also. Es war ein richtig schlechter Film. Also ich hatte keine Rechte, ich hatte keine Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Als ich jemanden kontaktiert habe, wurde mir das dann quasi doch kurzzeitig wieder verboten. Und, wie war so die Reaktion deiner Familie, auch im Nachhinein? Ja, natürlich Erleichterung erstmal, dass ich da raus bin, aber irgendwie auch, ich denke mal, stolz. Auch auf das, was ich da überstanden habe. Also, dass ich da so wohlbehalten wieder rausgekommen bin. Auf jeden Fall. Und dass ich auch darüber reden kann und das auch weiter unterstütze und auch finde, dass ich gerade jetzt mit meinen Erfahrungen noch mehr für die Sache, für den gemeinsamen Erfolg von Liberland möglich mache. Und ja. Apropos rausgekommen, wie bist du denn schlussendlich freigekommen? Ja, schlussendlich freigekommen bin ich dadurch, dass ich 17 bin. Das war der einzige Grund. Okay. Also ich wurde mit einem verhaftet, der 23 ist und der musste, ich glaube, 1.600 € zahlen dafür, dass er rauskam. Und das Geld hatte er natürlich nicht dabei. Wir haben halt für diese Mission, von der wir gerade kamen, weder ein Handy mitgenommen noch Bargeld. Wofür auch. Und der hatte das Geld nicht. Die haben ihm gesagt, ja, du hast 1 Stunde Zeit, dieses Geld zu besorgen. Ja, wo kriege ich, also erst Tscheche, wo kriege ich als Tscheche innerhalb einer Stunde in Kroatien unter Polizeiaufsicht 1.600 € her. Ja, und das Camp ist quasi mit dem Auto auch über 1 Stunde entfernt, bis sie alles organisiert haben. Also es war unmöglich. Ja, da kam keine Einsicht vom Richter und der ist erstmal zurück ins Gefängnis. Der war noch einen Tag im Gefängnis, bis der freigekauft wurde. Für mich gab es einen Freispruch, also weder Geldstrafe noch sonst irgendwas, bedingt durch mein Alter. Also ich werde im August 18, wäre ich im August dort, dann wäre das Ganze vielleicht noch heftiger gewesen. Ja. Diese ganze Erfahrung, die du gemacht hast, hat das deine Einstellung gegenüber dem Staat verändert und was sind so deine Erfahrungen damit? Ja, also gegenüber dem Staat auf jeden Fall. Also ich habe auch nach dem Gerichtsprozess, zu dem auch keine Öffentlichkeit zugelassen war oder ein Anwalt oder irgendwas, ich hatte nichts, ich stand wirklich nur vor diesem Richter, habe ich danach das Gebäude verlassen dürfen als freier Mann und bin dann erstmal in eine Bar und dann saßen dort kroatische Einheimische, die mir gesagt haben, das geht ja gar nicht, was unsere Polizei da macht.
Und ja, gegenüber dem Staat, also ich glaube, ich habe erkannt, dass sowas auch in Deutschland theoretisch möglich ist. Also dass man Menschen so behandelt, dass einzelne Institutionen im Staat so viel Macht bekommen über ihre Bevölkerung, je nachdem. Gibt es ja historisch gerade in Deutschland genügend Beispiele für. Genau. Also gegenüber dem Staat auf jeden Fall. Also ich war auch danach so entsetzt, was ein Staat, ein vermeintlicher Rechtsstaat mit seinen Bürgern machen kann. Also das ist in einem EU-Land. In einem EU-Land, das darf man ja nicht vergessen. Also vor der Reise hat meine Mutter immer schön brav gesagt, ja hör mal, du fährst nach Serbien. Falls da irgendwas ist, fahr bloß nach Kroatien zurück, das ist EU. Und die Sache ist, ja, also mir ist, glaube ich, die schlimmste Behandlung, die ich je in meinem Leben haben werde, in Kroatien, in der Europäischen Union passiert. Und da muss sich auf jeden Fall was ändern. Also, für deine persönliche Zukunft, wirst du weiter so aktiv bleiben oder wirst du dich aufgrund deiner Erfahrung eher zurückhalten? Ja, also auf jeden Fall weitermachen. Also mein Freiheitsdrang ist stärker denn je. Also jetzt gerade nach den Erfahrungen. Und ich werde auch sicherlich die ein oder andere Fahrt noch nach Lieberland mitmachen, bis es dann wirklich möglich ist, Lieberland wirklich passiert. Und ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen und daran festhalten. Wir werden auch auf jeden Fall vorbeischauen. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, ich habe auch noch ein ganz kleines Geschenk für unsere nationale Souveränität als Lieberland. Ja, super. Vielen Dank. Ja. Dann kriegen wir auch mal was geschenkt. Sonst verschenken wir immer was. Sehr gerne. Ja, halten wir mal kurz in die Kamera hier. Können wir einmal schauen. Ja, vielen Dank. Dann alles Gute. Ja, dann bedanke ich mich auch. Vielen Dank. Viel Erfolg noch. Danke. Giga Tea. Crowdfunding for you and me.